Das ist der Monatsplaner Classic, das Universalgenie. Der Monatsplaner Classic ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Als Planer für Tagestermine natürlich, als Planer für Reisen, Messen oder Urlaube sogar für 3 Jahre im Voraus, als Dokumentationsort für Ereignisse, Erlebnisse und Erkenntnisse, als Trackerliste für Gewohnheiten und als Strategieplaner für das ganze Jahr. Der Monatsplaner ist für jeden geeignet, der sich selbst gut führen möchte. Er wird in der Regel in Kombination mit einem Wochenkalender oder einem Tageskalender genutzt. Der Monatsplaner Classic ist aufwendig gemacht. Er hat 15 Registerstanzungen und ist, anders als unsere mehrsprachigen Wochenkalender, nur für den deutschsprachigen Raum gedruckt. Ich gehe den Planer einmal kurz von vorne nach hinten durch. Gleich vorne finden Sie Platz für die wichtigsten Themen des Jahres. Die folgenden 12 Doppelseiten, also 2 Seiten für jeden Monat des Jahres, sind der Kern des Kalenders. Und dann folgen in komprimierter Form die beiden Folgejahre. Die folgenden 13 Seiten sind sehr neutral gehalten und bieten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Hier können Sie die Ziele und Aufgaben eines jeden Monats notieren, aber natürlich auch Projekte planen oder Ergebnisse und Erkenntnisse notieren. Den Abschluss bilden Jahresübersichten für die beiden Folgejahre sowie Informationen über Ferien und Feiertage. Jetzt komme ich zum Kern des Planers, der Doppelseite für jeden Monat des aktuellen Jahres. In der ersten Spalte finden Sie die Wochentage, in der zweiten Spalte die Tage des Monats, in der dritten Spalte die Kalenderwochen und den Mondstand und in der vierten Spalte die Namen der Feiertage. In der vorletzten Spalte finden Sie die internationalen Feiertage. Darüber hinaus gibt es weitere Spalten, die unterschiedlich genutzt werden können. Im Kopf dieser Tabelle erkennen Sie Uhrzeiten. Das ist hilfreich, wenn Sie Termine markieren wollen. Wie können Sie die Doppelseite nun nutzen? Hier ein paar Ideen. Sie tragen Erinnerungen, also Geburtstage und Jubiläen ein. Sie tragen Termine des Tages ein. Sie tragen Reisen, Messen oder Urlaube ein. Das ist der Planungsteil, auf die Zukunft ausgerichtet. Sie können den Planer aber auch zur Dokumentation der Historie einsetzen. Für Ihre persönlichen Erkenntnisse, Ihre Highlights des Tages, was Sie gerade lesen, was Sie gerade hören, Ihre aktuelle Netflix-Serie oder Sie tracken Ihre Gewohnheiten. Ob Sie Sport gemacht haben, ob Sie brav 2 Liter Wasser getrunken haben, wie hoch Ihr Ruhepuls war, wie viel Sie geschlafen haben oder Sie notieren Ihre Glücksmomente oder Ihre Dankbarkeit oder sonstige Ereignisse. Sie können auch ein aktives Monitoring durchführen. Über das Wetter, über die gefahrenen Kilometer mit Ihrem Firmenwagen, über Ihre privaten Ausgaben oder, wenn Sie Student sind, über Ihre effektive Netto-Lernzeit. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann lesen Sie doch den Blogbeitrag über Trackerlisten. Was auch immer, mit dem Monatsplaner geht alles. Ich persönlich bin ja ein großer Freund einer Historie. Sie haben ja nur ein Leben und man vergisst so schnell. Wie schnell ist der Monat vorbei und Sie haben schon vergessen, was alles geschehen ist. Mir hilft der Monatsplan auch immer bei meinem persönlichen Jahresabschluss am Jahresende. Ich sehe mir dann alle Eintragungen Monat für Monat an und staune nicht schlecht, was in dem Jahr so alles passiert ist. Das nenne ich mal nachhaltig und achtsam leben. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Teil des Monatsplaners. Die folgenden 13 Seiten sind sehr neutral gehalten und bieten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten für die Planung des Jahres. Sie können diese Seiten zum Beispiel als fortlaufende Aufgabenlisten nutzen. Die 3 Kästchen hier vorne sind für die Bewertung der Aufgabe gedacht. Dafür setzen Sie am besten Ihre eigenen Kurzzeichen ein. Eine Spalte ist für die Wichtigkeit, A, B oder C. Eine Spalte für die Dauer der Aufgabe, 10, 15, 1 und 2, wobei 10 und 15 für mich Minuten sind, 1 und 2 für mich ganze Stunden. Und eine Spalte für die Art der Aufgabe. Denken, Reden, Kontrolle, Schreiben, Entscheiden, Delegieren, Handeln. Mehr dazu in meinem Buch Zeit optimal nutzen. Sie können die Seiten aber auch für Monatsziele und deren Aufgaben nutzen. Für jeden Monat eine Seite. Falls Sie Ihre Ziele nach der Ich-Strategie definiert haben, sind hier die Aufgaben nach folgender Aktivität zu unterscheiden. Einmalige Aktivitäten, wöchentlich wiederkehrende Aktivitäten, tägliche Aktivitäten, situative Aktivitäten und mentale Aktivitäten. Wobei natürlich auch hier die Bewertung mit Hilfe der 3 Kästchen zur Anwendung kommen kann.
Bei der Ich-Strategie geht es im Kern darum, seine Ziele zu finden und diese auf den Monat, die Woche und den Tag herunterzubrechen. Insbesondere die Ergänzung um die situativen und die mentalen Aktivitäten ist einzigartig und erfolgreich. Mehr dazu in einem eigenen Video und natürlich ausführlich in dem Buch Die Ich-Strategie. Hier ein Beispiel für die Monatsziele nach der Ich-Strategie und hier das Resümee des Monats mit Kommentaren. Die letzte Seite dieser Lineatur ist als Jahresabschlussseite, also als Jahresresümee gedacht. Dafür blättern Sie noch einmal in Ruhe den gesamten Kalender durch und notieren, was Ihnen wichtig ist. Auch hier können Sie Ihre eigenen Kurzzeichen oder Abkürzungen verwenden, welche Erkenntnisse Sie hatten, wofür Sie dankbar sind, welche Ideen Sie nicht vergessen wollen, was die Highlights des Jahres waren oder einfach, was gut war und was nicht.